Wenn ich an die Anfangszeiten zurückdenke, da gab es für mich speziell eine sehr spannende Zeit, weil es war eine gewisse Notlage da. Zunächst mal war ich in dem Bereich, wo ich heute noch tätig bin, eben mobile Energie, sprich Akku- und Batterietechnik, bereits tätig. Allerdings musste ich damals mich komplett neu orientieren und ich habe dann die Erfahrung aus dem alten Betrieb eben mitnehmen können, um den neuen Betrieb einfach auf dieser Basis zu gründen. Ich hatte die Entscheidung getroffen, eine Marke zu machen, also Ansmann. Und diese Marke, die muss dann natürlich umgesetzt werden. Es fängt ja an, ein Logo zu entwickeln. Da hatte ich auch mit Freunden das dann eigentlich gemacht, haben mir Leute geholfen. Und was wir eigentlich heute noch haben als Schriftzug, das war auch damals schon in der Ausgangssituation eben, der ist ja geblieben. Drumherum hat sich ein bisschen verändert. Aber diesen Schriftzug, der war von Anfang an schon da. Als große Herausforderung damals war natürlich die Finanzierung. Und da war das dann schon ein Riesenvorteil, dass man sich hier auf dem Land gut kennt. Und wir hatten da mit mehreren Banken, hatte ich dann auch gesprochen. Die eine haben gefragt, also was ich an Sicherheiten habe. Und ich habe gewusst, er weiß genau, dass ich keine Sicherheiten habe. Ich sage, ja, ich habe 4 hübsche Töchter. Aber dann sagte der, das gilt nicht, also es sind keine Sicherheiten in dem Sinn, was die Bank verwerten kann. Das habe ich so gerne in Erinnerung, weil das einfach, das war so lustig. Aber es gab eine andere Bank und die hat uns dann sehr geholfen. Die haben das Konzept angeschaut und ich habe dann halt einen Geschäftsplan entwickelt, der war relativ einfach gestrickt. Aber die hatten eben das Vertrauen auch in mich persönlich, dass ich das schon umsetzen kann. Und dann habe ich dann Geld bekommen und dann war das Ganze möglich. Meine Frau war ja direkt nicht in der Firma, aber die hat mich halt unterstützt. Wir hatten ja, kann man sich heute schwer vorstellen, die Firma war ja ein Teil unserer Wohnung. Und ich saß halt immer im Untergeschoss in meinem Büro und habe halt eben dann versucht, die Kontakte zu knüpfen. Der Herr Scheuermann kam dann ja relativ bei Zeiten dazu. Ich kannte den Herrn Ansmann schon von vorher. Wir hatten vorher schon zusammengearbeitet und als er die Firma gegründet hat, habe ich den Schritt gewagt und gleich hier angefangen. Das war sicherlich ein Risiko hier mit dabei, aber ich habe auch die Riesenchance gesehen, die man hier bei der Firma Ansmann hat und ich war zuversichtlich, dass das klappen würde. Dann waren wir beide haben das Ganze gemacht. Dann hat mir meine Schwester ausgeholfen beim Päckchenpacken und ja, so war das eben damals. Also ich hatte immer auch alle Hände voll zu tun. Ich war noch nie ein Typ, der nur da saß und ich lese zwar auch gern, aber ich habe immer auch was zu tun gehabt. Zunächst war es ja mit der Garage, dass da was umzupacken war. Das hat sich schon öfter rumgesprochen, dass wir auch eben Akkus verpackt und Akkus gelabelt und da war bei dem Wir immer auch ich involviert und die Kinder auch natürlich. Es war mir klar, dass wenn mein Mann das jetzt so möchte und er hat es sich ja reiflich überlegt, dass ich da nicht der Hemmschuh bin. Dass wenn er das will, dann soll er das tun, genauso wie er es für richtig hält. Wir waren ja schon geraume Zeit verheiratet, ich kannte ihn ganz gut, dass er da nicht leichtfertig handelt. Das war schon aus heutiger Sicht fast leichtsinnig. Aber wir hatten halt sehr viel Vertrauen, dass wir das schaffen und sie hat an mich geglaubt und dann hat es auch gut funktioniert. Wenn sie einmal gesagt hat, jetzt mache ich nicht mehr mit, dann wäre es natürlich schwierig geworden. Für die Familie war es natürlich schon eine schwere Situation, weil halt eben, ich war halt nicht den ganzen Tag schon in der Firma, das musste man einfach leisten. Aber da war halt der große Rückhalt eben durch die Familie, die haben zum Teil die Kinder, die waren damals, die 4 Töchter, die waren zwischen 14 war die älteste und die jüngste war 8. Man kann sich heute schwer vorstellen, wie das war. Ich habe dann natürlich Akkus gekauft von vielen Stellen. Ich
erinnere mich sehr gut daran, dass wir Fernsehabende hatten und dann ging es bis nachts um 10, wo die Kinder und wir alle haben Akkus gelabelt von Hand und dann eben auch eingepackt in Blisterverpackungen. Es war ja lebensnotwendig, Kunden zu bekommen. Und da war ich morgens an meinem Geburtstag bei der Firma Wirth und habe dann einen Auftrag bekommen über 11.000 D-Mark, verschiedene Taschenlampen. Und das war so ein richtiges Highlight. Und das war das schönste Geburtstagsgeschenk, was man bekommen konnte. Wir hatten ja in der Anfangsphase unsere Garage als Lager, dann die Garagen von der Nachbarn als Lager und dann war es irgendwann nicht mehr möglich. Und aus dem Grund dann der erste große Schritt als Firmenentwicklung war dann eben der Neubau hier in der Industriestraße. Ja, da war ich schon mächtig stolz. Wir haben da hier auch selber gemauert und eigentlich fast alles komplett gemacht, weil das Geld war natürlich immer noch knapp. Aber wir haben gleich ein Fest gemacht, haben gleich Tag der offenen Tür gemacht, wobei wir eigentlich nichts zeigen konnten, aber wir hatten das einfach gemacht. Und dadurch ist die Firma dann auch ein bisschen schon in der Anfangsphase populär geworden. Die Firma ist dann doch relativ schnell gewachsen und dann haben wir gemerkt, dass auch diese Halle, die uns 2 Jahre eigentlich vorher zu groß erschien, war dann schon wieder an der Grenze. Und dann haben wir die Halle erweitert und da haben wir immer noch sehr viel auch daran gearbeitet. Das war dann der 2. Bauabschnitt. Der 3. Bauabschnitt, da haben wir noch sehr viel selber auch gemacht, die Zwischenwände gemauert und Elektroleitungen verzogen und da die Decken hochgemacht. Das war alles auch damals noch mit Hilfe von Freunden und meine Verwandtschaft, die hat da sehr mitgeholfen. Und dann waren die Baumaßnahmen, als es an die großen Hallen ging, wurden dann einfach die Hallen auch hingestellt und dann hatten wir auch nicht mehr die Möglichkeit, in der Form mit Eigenleistung was zu machen. Ich habe immer den Mensch im Mittelpunkt gesehen, nämlich ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann jeder Geschäftsführer machen, was er will. Wenn da keine Leistung kommt, dann wird nichts erreicht. Ich denke, es macht sehr viel Spaß, morgens in die Firma zu kommen, sich Problemstellungen auch zu stellen, die mit Kollegen zu diskutieren, vielleicht auch über mehrere Tage oder Wochen, wenn es sehr knifflige Probleme sind und am Ende aber Lösungen zu finden, die für das Unternehmen interessant sind, die für den Kunden interessant sind und gut sind. Und wenn man weiter in die Vergangenheit geht, dann war es sicherlich eine Entscheidung von Herrn Ansmann, die ganz früh in der Unternehmensgeschichte getroffen wurde, dass man eine eigene Entwicklung hier hat, dass man Produkte selbst entwickelt. Das war sicherlich mit ein Grundpfeiler und ist heute noch ein Grundpfeiler des Erfolges, dass man Produkte nicht nur in Anführungszeichen handelt, sondern wirklich auch selbst entwickelt. Das war dann Ende 1994, da kamen dann der Herr Blank und der Herr Schifferdecker. Das waren beides vormals Kollegen in der Firma, wo ich vorher war, genauso wie Herr Scheuermann. Und da haben wir zunächst mal sehr viel Potenzial dazu gewonnen. Ich habe da also gar nicht gewusst, was auf mich zukommt im ersten Moment. Es gab ja gar nichts, ne? Also weder Lötkolbe, Schraubenzieher, Messgerät, also alles, was ihr heute kennt, Qualitätssicherung, Produktion, Entwicklung, das hat alles gar nicht gegeben. Das habe ich alles erst hier aufgebaut. Wir konnten dann unsere Idee eben, wir hatten da schon wieder neue Ideen, neue Ladegeräte zu bringen. Das konnten wir natürlich mit eigener Entwicklung viel besser umsetzen. Die Beweggründe, die eigene Entwicklung ins Haus zu holen, waren eigentlich die Schnelligkeit, die Innovationen, die man ja sicherlich oft im Kopf schon hatte, eigentlich umzusetzen. Und man hat dann schnell gemerkt, dass das extern einfach immer wieder schwierig ist und man einfach letztendlich auch die Priorisierung der Entwicklung selbst definieren kann. Die ganz großen Innovationen, von denen wir dann im Endeffekt am meisten gezehrt haben, das war die Powerline-Serie, Powerline 4, Powerline 5. Und wir konnten eben dann mit neuen Produktnutzen und mit neuen Produktvorteilen eben dann auch entsprechend argumentieren.
Und die Folge war halt, dass wir dann auch bei Stiftung Warentest Testsieger wurden. Und das war der eigentliche Durchbruch der Firma Ansmann.